Hallo und herzlich willkommen bei mir beim Euro Truck Simulator. Wie ihr seht, habe ich gerade eine rote Ampel. Ne, ich fahre immer noch mein Volvo, den FH16. So, es gibt Neuigkeiten, die ich installiert habe. Und zwar habe ich eine neue eine neue Mod installiert. Und zwar ist das einmal Henkis Traffic Mod. Und es ist auch die TSM 5.1 installiert. Was macht die Traffic Mod? Die Traffic Mod simuliert einen zeitgerechten Verkehr. Das heißt also, wenn zum Beispiel Berufsverkehr ist, tut die auch halt dementsprechend die Fahrzeuge auf den Autobahn anpassen. So, wir haben es gerade 11:51 Uhr auf der Ingame-Uhr. Somit ist Mittagszeit, da ist natürlich nicht viel los auf der Autobahn. Ja. So, ich fahre, wie man ja unschwer sehen kann, LKW. Aha. Ich habe einen LKW zu liefern, wie ihr seht, ne? Und das werde ich auch machen. Und das ist halt das, warum ich hier gerade nach Hannover aufbreche, denn in Hannover wird ein neuer LKW gebaut. Nicht bei mir in der Zentrale, aber an irgendeiner anderen Stelle. So, und da wir ja nette Lieferanten sind, liefern wir natürlich. So, was hat sich sonst noch getan? Ich bin auf der falschen Spur, sehe ich gerade. Macht aber nichts, wir kriegen das alles hin. Entschuldigt, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen höre ich mich wahrscheinlich ein bisschen durch die Nase sprechend an, aber ich hoffe, es gibt sich jetzt noch. Und wenn nicht, naja gut, müssen wir es halt so ertragen. So, ich habe jetzt auch gerade, ich wechsle gerade auf die nächste Autobahn hier. Achso, wichtig noch bei den Traffic Mod, der installiert ist. Man sieht jetzt auch mal Polizeiwagen oder Notarztwagen oder Feuerwehrwagen auf der Straße. Was man ja sonst nicht gesehen. Motorräder gibt's, Busse und ja, auch auf den Autobahnen der Verkehr ist anders. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand von hinten angefahren kommt, die fahren nicht langsam an, ne, sondern die kommen angeschossen. So, ich gucke gerade oben auf meinen Ruhemodus, hätte ich beinahe gesagt. Und sehe, ich müsste eigentlich gleich schon wieder schlafen. Naja gut, die nächste Raststätte ist unsere, Tank ist noch halb voll. Dann fahren wir da erstmal hin. So, wir wollen ja den LKW pünktlich abliefern. So, ansonsten, was hat sich bei mir erneuert? Ich habe eine schnellere Internetverbindung, einen schnelleren Upload. Ich hoffe, jetzt wird ein bisschen die Qualität besser und ich hoffe, dass das so funktioniert. So, gucken, wie sich das hört. So, kommt kein Autofahrer weiter. So, jetzt sind wir zwar auf dem Weg nach Erfurt, aber gut, das ist ja noch. Wir machen jetzt einfach mal den Tempomat an, damit wir hier nicht zu schnell fahren. 60 sind erlaubt, laut meinem Ingame Navi. Also fahren wir hier auch 60. Sobald man schneller fährt, gibt es Probleme. Dann gibt es Strafen. Achso, genau, die Strafen haben sich auch verändert. Wenn man jetzt eine Lenkzeitüberschreitung wird das teuer oder auch wenn man zu schnell fährt, wird es teuer. Also die sind ein bisschen angepasst. Von bei 150 Euro ist ein bisschen wenig gewesen für Verkehrvergehen. Somit haben sie ist das auch angepasst worden mit dem Traffic Mod. Kann ich nur empfehlen, es macht viel mehr Spaß mit diesem Traffic Mod dann. Da ist gerade ein Unfall passiert, ihr habt es gerade live gesehen. Sowas passiert natürlich, wenn ein LKW halt überholt wird und der Gegenverkehr nicht. Mein Kumpel letztens, der war in Afrika unten unterwegs, hier bei Ziel, aber auf einmal Straße gesperrt und da war ein Flugzeugabsturz. Fand er auch sehr interessant.
Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, die Autos sind überarbeitet worden in dem Traffic Mod. Die sind jetzt eher, also wenn man irgendwo unterwegs ist, sind die eher dann halt Staat zugehörig. So bist du in Afrika unterwegs, siehst du halt auch Nummernschilder halt von dem Land dann da vor Ort. Dann bist du in Österreich unterwegs, hast du auch die Nummernschilder von dem Land. Na, also das hat sich auch ein bisschen geändert. So, und wir fahren jetzt einfach mal weiter. Da stand zwar 70 dran eben, aber mein Navi sagt, ich darf hier nur 60 fahren und das ist auch richtig so, weil irgendwie rechnet der nach dem Navi um, wie viel Geschwindigkeit ich halt drauf haben darf. So, wie ihr seht, muss ich jetzt durch den Tunnel fahren. Ansonsten, ja, Licht haben wir hoffentlich an. Ja, haben wir. Brauchen wir gerade nicht. So, was wollte ich sagen? Auch die Straßen sind verändert worden in dem TMS 5.1. Zum Beispiel die Autobahnkreuzungen sind besser ausgebaut. Also es gibt jetzt mehr diese, ja, wie nennt man diese Kleeblattkreuzung, dass man halt auf der einen Seite reinfährt und mit dem Bogen dann auf der anderen Seite in die nächste Autobahn raufkommt. Was ja vorher nicht so ganz der Fall war oder nicht so viele da waren. Das ist also alles verbessert worden. So, wir fahren hier mal weiter. Kommen auch LKWs entgegen. Auch gut bei den Traffic Mod, es gibt nur halt reale Firmen, die hier unterwegs sind. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel eine Mission gehabt, ich musste für Bosch einen Traktor von Hannover nach Bochum fahren. Nicht Traktor, Bagger. Und mit dem Bagger muss sie dann auch wirklich auf einer Baustelle abliefern, nicht in irgendein auf irgendeiner Firmengrundstück. So, hier haben wir die Tankstelle. Wir fahren hier einfach raus, da unser Bettchen schon rot ist. Dann werden wir jetzt hier einfach mal schnell tanken. So, Motor aus, tanken. Mein Fahrer wird auch müde. So, hier kostet diese 1,46 €. Naja. In Afrika kann man natürlich günstiger tanken, aber es ist ja jeden bewusst. Jetzt habe ich irgendwie gerade... Achso, ich habe bezahlt. So, jetzt werden wir hier einfach mal nächtigen. Motor aus und ich sage jetzt kurz gute Nacht. So, und weil es jetzt so schön war, müssen wir natürlich wieder weiterfahren. Wir sind jetzt wieder frisch erholt. Es ist mittlerweile Nacht geworden. Wir haben 22:58 Uhr. Und ja, fahren wir doch einfach mal weiter. Das war natürlich wieder zu schnell. Wir wollen jetzt keine Strafe kriegen. Wir wollen natürlich nur 60 fahren, wo 60 erlaubt ist. Dann werden wir das auch machen. Tempomat an und ab dafür. Wie man sieht, kommen ja auch die anderen LKWs schon in anders leuchten entgegen, oder die Busse. Diesmal war es ein Bus, auch schön gemacht. So, Fernlicht wäre nicht verkehrt, glaube ich. Könnte ich auch mal... So, den Himmel haben sie auch ein bisschen bearbeitet. Der Mond ist viel detailreicher geworden. Aber so soll das ja auch sein. So, wir müssen noch 319 Kilometer fahren und haben dafür noch 5 Stunden Zeit. Da wir frisch ausgeruht sind, werden wir das noch schaffen. Wird natürlich nicht unsere Echtzeit sein, die wir fahren. Aber wir wollen ja ein bisschen rumkommen. Und dann macht es ja auch Spaß, wenn man hier so ein bisschen unterwegs ist. So, da werden wir auch schon wieder überholt von anderen PKW. Und hat es wieder gerade so rüber geschafft. Naja, die KI halt auch ein bisschen den echten Verkehr angepasst.
Machen wir ein Navi ein bisschen halb durchsichtig, dann passt das schon. So, wir sind hier noch auf einer Landstraße. Wir müssen jetzt eine Umgehungsstraße fahren. Aber das macht nichts. Das kriegen wir auch hin. Hab ja schon mal überlegt, ob wir dann geradeaus einfach so gerade durchfahren können, aber es wird nicht. So, wir fahren jetzt auf die A4 Richtung Leipzig. Okay. Da kommt ein LKW, ich muss ein bisschen größeren Bogen machen und fahren natürlich volles Met gegen Leitplanke. Aber gut. Siehst du, werde ich schon angehupt, weil ich einen Stau verursache. So. Also, wie man sieht, ist es auch mit den Lenken nicht einfacher geworden. Aber so ist das in Ordnung. Da kann ich mit leben. So, wir tun mal eben unter Optionen tun wir mal eben die Steuerung anpassen. Und zwar hätte ich gerne Fernlicht. Wo ist es denn? Fernlichtscheinwerfer. Einmal auf die Maustaste 5 und dann fahren wir weiter. So, hat es funktioniert? Ja, sehr schön. So ist das in Ordnung. Also, wenn ihr euch fragt, wie ich fahre halt hauptsächlich, um den LKW zu bewegen, fahre ich WASD und mit der Maus gucke ich mich halt nach rechts oder links um. Linke Maustaste ist bei mir der linke Blinker und rechte Maustaste ist der rechte Blinker, kann ich nur empfehlen. Ist viel einfacher, als wenn man einmal quer über die ganze Tastatur greifen muss, um dann den Blinker einzuschalten. Und ja, wie ihr gerade gesehen habt, habe ich dann auch mein Fernlicht jetzt auf die Daumentaste von der Maus gelegt. Eine G9-Maus von Logitech und das klappt dann auch ganz gut. Ne? Hier nicht Fernlicht an, Fernlicht aus. So, wollen wir mal blinken. Hier müssen wir aufpassen, hier könnten rechts Autos kommen. Obwohl es ja eigentlich mitten in der Nacht, da ist eigentlich nicht so viel Verkehr auf den Straßen los. So, wir fahren trotzdem weiter. Es ist natürlich stockdunkel hier drin, aber was soll's. Es ist ja auch Nacht. Jetzt gucken wir mal, Auto kommt nicht. Gut, fahren wir auf die Autobahn. So, und dann fahren wir wieder geradeaus. Wir werden auch mal mit dem Tempomat hier einschalten. Wir wollen hier keine Strafen haben. Dann passt das schon. 85 ist schon ganz gut. Wie gesagt, jeder hat seine eigene Methode, dann halt bei dem Euro Truck Simulator 2 zu fahren. Ich fahre halt hauptsächlich nach meinem Navi, auch wenn er mich durch komische Städte und Landschaften führt, aber es macht ein bisschen Abwechslung aus. Ein Freund von mir, der spielt das auch sehr intensiv, das Spiel, der versucht sich über die Ingame-Map, über diese, sucht er sich halt den Weg raus und fährt dann halt so, wie er halt denkt, dass er da am besten zum Ziel kommt. Wie gesagt, für mich ist es lieber, ich fahre lieber nach Navi, auch wenn er mich an irgendwelche komischen Strecken führt. Aber dadurch habe ich schon ein bisschen von der Karte kennengelernt. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Ja, ansonsten wie gesagt, 0:30 Uhr laut der Uhr. Wir müssen noch 200 Kilometer fahren. 80. Hier dürfen wir maximal 80 fahren. Gut, wir sind ja bei 85, da dürfte ja trotzdem nichts kommen. Soll ja eigentlich eine Baustelle wohl sein, gehe ich mal von aus. 70, okay, dann gehen wir 70 runter. Wir wollen ja, ne? Hier, da wird wahrscheinlich ja gleich ein Schild kommen, 60 oder so. Ah ne, es geht auf der andere Fahrbahnseite, oder nicht? Nein, sieht nicht so aus. Aber die Baustellen sehr schön gemacht, finde ich. Auch mit diesen Ankündigungsschildern jetzt. Wie gesagt, ich kann nur die Map empfehlen. So, jetzt können wir wieder 80 fahren. Machen wir natürlich auch. Wir wollen ja vorwärts kommen.
Jetzt sind wir schon bei 85. Wir machen mal wieder Tempomat an. Frankfurt, Köln, Kassel. Gut. Wir fahren einmal um Pudding, um eigentlich ans Ziel zu kommen, aber das ist okay. Ein anderer Freund von mir, der hat auch diese Geschwindigkeitsbegrenzung in-game ausgeschalten, aber ich finde, dass man die doch drinnen belassen sollte, weil sonst der LKW-Steuern ziemlich extrem schwierig wird, weil du kriegst einfach nicht mehr das gebacken. Also so 90, so wie es eingestellt ist, ist schon ganz gute Zwischenbilanz. So, da fahren wir auf die A7, wie man sieht. Einmal Richtung Hannover. Da, wo wir auch unser Bagger, unser LKW hinfahren müssen. Da machen wir Fernlicht an hier. So. Einmal wieder fahren. So, man sieht, wie gesagt, vielleicht sieht man das ja nachher noch, wenn dann so gegen 6 Uhr werden die Straßen natürlich wieder voller. Weil dann ja der Berufsverkehr losgeht und da ist natürlich hier auch durch den Traffic Mod gut dran gedacht worden. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Nix eigentlich soweit. Nix, wie gesagt, ich hab wieder Spaß an dem Spiel. Ich werde das sicherlich jetzt auch öfter zocken. Wenn ihr wollt, könnt ihr zugucken. Da fährt immer die Polizei vorbei, wie ich schon gesagt hatte. Kann auch mal sein, dass ein Polizeibus vorbeifährt. Also hier ist sehr, sehr flexibel hier. So, das sieht nach einer Spureinschränkung aus. Aber doch bedienen wir uns doch einfach mal darüber. Könnte wieder eine Baustelle sein. 60. So schnell müssen wir runter. So, jetzt werden wir rübergeführt. Uah. Also was hier auch passieren kann bei dem Spiel, man fährt, denkt an nichts Böses, auf einmal sieht man nur noch Bremslichter und man steht im Stau. Wenn du dann nicht gut reagieren kannst, hast du ganz schlechte Karten, weil du dann volle Kanne hinten drauf fährst. So, sehr schön gemacht, da dieser Baustellenbereich, wo ist der denn hingefallen? Habt ihr das gesehen? Ein Zauberauto. Es fährt rechts rüber und verschwindet. Na gut. So, wir fahren einfach mal weiter. Hamburg, Hannover, Magdeburg, A7. Weiter geht's. Ein PKW fährt rüber, das ist sehr vorbildlich. Man sollte ja eigentlich den anderen LKW nicht überholen als LKW, aber gerade hier in dem Spiel sehe ich das nicht so genau. So, wie gesagt, wie man sieht, nichts los auf der Autobahn, also haben wir unseren Weg. Dann haben wir hier immer eine Idee, eine gute Idee, Niedersachsen. Yay, wir haben Niedersachsen drin. So, ansonsten, was gibt es sonst noch zu zeigen zu meinem Auto? Kann ja mal kurz. Uah. Bremsen ja bei Scheinwerfer angebracht vorne. Ich habe auch Rundumleuchten, wie man hier unschwer sehen kann. Ich habe es mal eben eingeschaltet, man kann jetzt rechts gut sehen. Im Dach leuchten sie auch. Das passt schon. Weil ich bin halt der Meinung, wenn ich Schwertransport fahre, sollte ich auch Rundumleuchten haben. So, was haben wir hier? Eine Baustelle, 400 Meter. Naja gut, fahren wir mal weiter. Wieder eine einspurige Einengung. Kommt gerade die Katze zu mir hier auf den Schoß. Sehr ungünstig gerade, aber gut. Ich wollte sie auch mal bemerkbar irgendwie machen. So sind sie, die Tiere, nicht? So. Aber ist ja auch ganz nett.
Oh, da haben wir eine Geschwindigkeitsübertretung, 75 Euro bezahlt, naja gut. Mussten wir doch löhnen. Okay, dann schalten wir halt runter auf 60. Wo jetzt gerade die Baustelle wieder zu Ende, können wir wieder Vollgas geben eigentlich. Oder fast Vollgas. So. Dann fahren wir mal weiter. Wir haben nur noch 72 Kilometer bis nach Hannover. Bis zu unserer Abschlussstelle. Auch, glaube ich, noch im Zeitplan. Gucken. Lieferung soll Samstag zwischen 2:16 Uhr und 8:56 Uhr da sein. Jetzt haben wir es. Wie spät? Mal gucken. 2:37 Uhr. Ja, dann schaffen wir das ja. Zwar lässig. Könnten wir sogar noch eine Stunde schlafen. Ja, das finde ich halt traurig bei dem zweiten Teil hier. Das im ersten Teil konnte man halt sagen, ich will jetzt nur so und so viele Stunden schlafen. Na, und dann hat man die auch geschlafen, dann konnte man sich die Zeit noch besser einteilen. Der muss jetzt komplett 8 Stunden schlafen immer. Aber gut, die wollten das halt interessanter machen und schwieriger. Dann passt das schon. So, ich fahre mal auf die rechte Seite rüber, weil ich vermute, dass ich hier gleich irgendwo rechts abbiegen muss. Dass es nämlich von der Autobahn runter geht. Schon überholt vom anderen Fahrzeug, auch in Ordnung. Können sie ja machen. So, wir müssen geradeaus noch ein Stück weiterfahren. Gut, dann müssen wir doch nochmal die Spur wechseln. Aber das geht schon. Aber jetzt müssen wir abbiegen. Guck mal einer, schau, da ist schon mein Weg. Hannover auf der Spur bleiben. Machen wir das. So. 200, 300 Meter, 200 Meter. Fange ich immer schon an zu blinken. Ein bisschen abbremsen. Weil wir doch hier auf 40 runter müssen. Durch diese schiefe, steife, nein, wie heißt das doch gleich? Scharfe Kurve natürlich. Nicht steife Kurve. Steife Kurven. Hier ist was los. So. Somit neigt sich unser Weg schon wieder dem Ende zu. Das war heute nur eine kurze Strecke. Achtung, Wildwechsel. Na gut. Wenn er das sagt, der wird das wissen. So, dann sehe ich eine rote Ampel. Obwohl mittlerweile eine grüne Ampel. So, ganz viele LKWs. Siehst du, kaum kommst du wieder in der Nähe von der Stadt, hast du wieder ganz viele LKWs da. Ist gerade geleckt, warum, weiß ich nicht, aber gut. Macht ja nichts. Passiert. So, vor uns noch ein anderer LKW, der scheint irgendwie Metall oder Glas geladen zu haben. Jeder das, was er am liebsten fahren muss. So, ich werde mal schon mal links einordnen, weil ich vermute, dass ich jetzt hier gleich irgendwo links abbiegen muss. Da auf meinem Navi unten steht, wo ich ungefähr hin muss, um das abzuliefern. Fast die rote Ampel, aber noch was. So, jetzt sehe ich natürlich gar keine Ampel mehr. Aber doch, da kann ich durch mein Nachbar sein Fenster. Da muss ich auch gleich biegen. Das ist die nächste. Gut, der sagt, wir können weiterfahren, dann machen wir das auch. So, wie man sieht, sind wir schon wieder angekommen.
biegen jetzt links ab. Hier ist ein größeren Bogen machen. So, jetzt ist wieder mein Lieblingsziel, das Einparken. Aber gut. Vorfahren sollen. Eieiei, tue ich mir wieder schwer hier. Ist egal. Ich werde das schaffen. Gerade hintersetzen müsste es jetzt funktionieren. Ja, gut. Ich bin wieder falsch gelenkt. Ich werde das auch noch irgendwann lernen. Ein Grund, warum ich nie LKW-Fahrer werden sollte. Wie ihr seht, erwarte ich gerade so, jetzt darf ich abkuppeln und hab's geschafft, auch wenn es jetzt wieder etwas länger gedauert hat. So. Trotz Unfall ist es nochmal gut gegangen. Ich habe keine Beschädigung an der Fracht. Das ist schon mal viel wert. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst. Euer Marshall.